Okay. So, hier ein kurzes Interview gegen die Sonne. Heute letzter Tag. Wie war's? Schön. Sehr schön. Also Okay. es war wirklich für mich sehr beeindruckend, weil es einfach so vielfältig war und weil es so viele neue Eindrücke waren, die ich noch nie in meinem Leben hatte. Obwohl wir eigentlich nur an 2 Orten waren. Obwohl wir eigentlich nur an 2 Orten waren, aber man muss halt auch sagen, ihr habt es wirklich toll organisiert. Und deswegen war in dieser kompakten Zeit, in diesen 2 Wochen, so viel Abwechslung drin, ohne Leerlauf, immer wieder was Neues. Das war für mich schon toll. Und mehr geht auch nicht. Also Ja. mehr kann ich nicht aufnehmen. Und jetzt brauche ich erst mal ein paar Jahre, bis ich das wieder verarbeite. Was hattet ihr so für Erwartungen, bevor ihr gekommen seid? Und was davon hat sich bewahrheitet und was nicht? Also meine Erwartung war eigentlich sehr viel gut zu essen und das hat sich auf jeden Fall bewahrheitet. Ja. Weil wir, glaube ich, die meiste Zeit nur gegessen haben Nur und gegessen. auch die meiste Zeit sehr gut gegessen haben. Ansonsten, was ich nicht vermutet hätte, wäre, dass wir so ein unglaublich gutes Wetter haben die ganze Zeit. Stimmt, ja. Wir hatten Also echt Glück. ich hatte irgendwie gar keine Vorstellung, wie das Wetter wird, außer dass es in Beijing kalt wird und in Dali relativ warm wird. Aber dass einfach jeden Tag die Sonne so krass scheint und der Himmel so knallblau ist, hätte ich irgendwie nicht erwartet. Und irgendwie auch die Helligkeit der Sonne fand ich irgendwie so krass. Also wirklich, wenn in Deutschland die Sonne scheint, dann ist das anders. Also diese Kraft der Sonne ist so extrem hier. Ja, das hätte ich nicht erwartet. Stimmt. Ja. Also meine Erwartung oder sagen wir so, meine Hoffnung war eben auch, was das Essen betrifft, das mehr als erfüllt worden ist. Also, so abwechslungsreich, glaube ich, habe ich noch nie gegessen. Also womit ich nicht gerechnet habe, das war, dass in Dali, wo wir waren, dass das Dali so hoch liegt. Also über Ja. 2000 Meter. Und wir waren dann ja bei dem Kloster über 2500 Meter und dann noch diese Wanderung. Dann waren wir vielleicht 2007, 2008. Ja. 100 Meter hoch und so hoch war ich fast noch nie. Und das war jetzt schon eine Überraschung, wo ich nicht damit gerechnet habe. Ja. Das, Auch teilweise, weil ich es nicht so richtig wusste und euch nicht gesagt habe. Ich habe es auch erst gemerkt an dem Tag, als wir es gegoogelt haben zusammen. Ja. Wie waren so eure Eindrücke Beijing versus Dali? Also ich finde, man kann es schwer vergleichen, weil wir erstens in Beijing nur so kurz waren. Ja, die 2 Städte so unglaublich unterschiedlich sind. Ich fand beide total geil. Ich könnte mich auf jeden Fall nicht entscheiden, welche ich lieber mag. Ich finde beide richtig toll aus unterschiedlichen Gründen. Ich finde Dali total toll, weil dieses Hippie-Ökomäßige mir gut gefällt und eben das warme Wetter und die Natur drumherum. Und ich finde Beijing total toll wegen der Menschen und den unterschiedlichen Vierteln, den Hutongs. Ja. Und ja, also ich finde, das ist auf sehr unterschiedliche Art und Weisen inspirierend. Und ich mag auch so ein Großstadt-Feeling auch sehr gerne. Also ja. ich mag beides. Als Berlinerin. Gerne. Als Berlinerin, ja. Ja. Achso, und ich fand die chinesische Mauer unglaublich cool. Ja. und ich finde schon auch, das Peking hat halt einfach so historisch, wie soll man sagen, berühmte, wertvolle Bauwerke, was das Dali nicht hat, obwohl Dali von seiner Substanz her schon sehr, sehr historisch ist. Also es hat mir sehr gut gefallen. Und was in Dali auch war, also Dali ist sehr touristisch aufgemacht, habe ich festgestellt. Aber es hat mich nicht gestört, weil in meinen europäischen Augen waren lauter chinesische Menschen unterwegs und deshalb habe ich die gar nicht als Touristen wahrgenommen. Klar. Und Du da hörst waren ja nicht wir die die Dialekte. einzigen, Ja. Touristen und das war Oder die irgendwie- Sprachen. Ja. Das war irgendwie lustig für mich. Ja. Und ich finde auch, was ich toll fand an Dali, diese ganzen Minorities, das, was man so spüren konnte, die unterschiedlichen Kulturen, Die Ethnien. die da aufeinandertreffen und dadurch auch das Essen so unterschiedlich ist. Und das hat man sehr gespürt, fand ich. Ja. Dass man in unterschiedlichen Gegenden so gemerkt hat, in welchen Minority-Kulturen man sich gerade bewegt. Das stimmt. Das ist natürlich super vielfältig da unten in Yunnan im Vergleich zu, was war so euer Highlight? Was hat euch, du hast schon gesagt Mauer.
Ja, Oder- also ich fand die Mauer irgendwie extrem beeindruckend. Einfach weil, ja, ich gefühlt seit der 3. Klasse von der höre. Ja. Und das für mich eine Riesensache ist. So, keine Ahnung, stelle ich mir vor, wie wenn irgendwie Chinesen nach Paris zum Eiffel Tower oder so kommen. Oder vielleicht noch krasser, ich weiß nicht. Auch wegen dem Film Mulan und irgendwie hat Ja. diese Mauer für mich so Bedeutung. Aus so irgendwie. Und weil es die einfach schon so lange gibt und ich die einfach so krass finde. Also so, das ist einfach verrückt. Das ist ein verrücktes Bauwerk, das Ja. stimmt, ja. Das war eine meiner Favorites. Und ein anderes Favorite war in Dali am 25. am Weihnachtsmarkt. Wir waren auf so einem Weihnachtsmarkt, der eigentlich gar nicht weihnachtlich war. Künstlermarkt. Ja. So ein Kunstmarkt, der eigentlich überhaupt nicht weihnachtlich war, außer dass in der Mitte ein Weihnachtsbaum stand und das Glühwein. Und ein riesiger gab. Totoro. Ja, stimmt. Aber ja, die Leute dort waren total inspirierend und der ganze Park oder die ganzen Art Schrebergärten oder was das war total schön. Also das Setting war total schön dort. Mir fällt noch was zu Peking ein, weil ich habe bei Peking immer dieses Bild einer chinesischen Großmetropole mit futuristischen Bauwerken. Und jetzt laufen wir seit 3 oder 4 Tagen durch Peking, durch ein historisch altes, gewachsenes Peking, Erdgeschosshäuser, und ich habe dieses technische Peking zum Glück überhaupt nicht kennenlernen müssen, und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil das ist so was Altes, wo ich mir denke, ja, so ist es jetzt und so war das vor vielen, vielen Jahren auch, aber es ist nichts Modernes, was ich ja nicht wollte und was du ja drumherum rausgesucht hast. Ja. Und das finde ich toll, das hat mich sehr, sehr interessiert. Was war dein Highlight so ansonsten? Peking Hutongs oder dann? Oder Nee, was schon anderes? Dali. Also Dali, ja. Ja, und also da bin ich halt auch sehr ländlich. Der Markt von Dali war mein persönliches Highlight. Ah, ja. Dieser Wo du jeden Tag Lebensmittelmarkt, warst. wo ich einfach jeden Tag hinmarschiert bin, und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wie viel Lebensmittel hier umgesetzt werden, und zwar in kleinster Form, und die Masse der Menschen macht es dann aus, dass es zu so einem Riesenmarkt anwächst, und das hat mir richtig gut gefallen. Die chinesische kleinlandwirtschaftliche Arbeit habe ich zum ersten Mal beobachten können. Kartoffeln pflanzen, Weizen säen, Erdbeeren ernten, und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Sehr schön. Mein Highlight, wenn ich das auch noch anmerken darf, war, dass der Papa gern mit Alipay bezahlt hat. Oh ja. Da war ich sehr überrascht, dass der Papa, der eigentlich immer nur mit Bargeld zahlt, plötzlich hier anfängt, gerne mit dem Handy zu zahlen. Ja. Das fand ich cool. Also was der Not gehorchen ist. Ja, muss ja, man schon klar, natürlich. Du korrigieren hattest ja dazu nicht sagen. wirklich Es ist viel jetzt keine Wahl. Übertreibung, Ja, ja. sondern es ist einfach praktisch, und es war in diesem Fall wirklich praktisch, und dass man wirklich, also bis hin zu einem kleinen Straßenstand an der chinesischen Mauer, middle of nowhere, mit Alipay zahlen kann, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Und allgemein fand ich sehr cool, wie offen ihr wart, auch wenn es teilweise seltsames Essen gab und also halt ja Sachen, die ihr noch nie probiert habt oder wahrscheinlich auch nicht probieren werdet, noch mal unbedingt in Europa jetzt. Sehr schön. Bestes Essen, was ihr gegessen habt? Oh, das ist jetzt aber ganz schön. Doch, ich fand den Pilz-Hotpot. Der Pilz-Hotpot, der war sehr lecker, war aber das Ambiente auch schon so toll. Eben, also alles daran, das ganze. Es war am ersten oder zweiten Tag dieses Frühstück da in dem Laden, der um 11 Uhr zumacht und wo dann Ja. Vereisdiele wird. Das war auch toll. Ja. Also kann ich jetzt nicht sagen. Es Okay. war einfach alles Ja, ich fand wirklich aber auch alles sehr super lecker. und sehr individuell. Da ist nichts so Systemküche oder wie man da bei uns sagt, gar nichts, sondern es ist einfach immer sehr individuell gekocht. Ich fand auch das Tempelessen sehr lecker. Stimmt. Oh ja, das Ja. Tempelessen. Ja, das war mit mein Favorite eigentlich. Ja, Hab ich das war vergessen richtig gerade. gut. Gut, dann ab jetzt Weihnachten Dali, oder? Es waren sehr schöne Weihnachten. Ja. Ja, mit dem Flug, da muss man da ein bisschen arbeiten. Ja, aber die werden bestimmt auch kürzer oder Ja. so. Die Flieger werden ja auch immer schneller, glaube ich. Ja, dann wäre es auch nicht ökologischer. Nee, das Also, nicht, da aber muss man- schneller. Es soll ja gar nicht schneller werden, Ach so. aber es
halt vielleicht ein bisschen schrumpfen. Wenn die Erde schrumpft, dann vielleicht. Ah, dass der Abstand kürzer Ja. wird. Okay. Da wäre ich auch dafür, China und Deutschland ein bisschen näher zusammenzulegen. Also Das es ist ja tendenziell ist es ja so, das Klima erwärmt sich, es wird alles trockener, durchs Trocken schrumpft das Ei und dann wird vielleicht die Erde erschrumpfen und dann kommen wir wieder reisen. das ist, Schneiden wir raus. okay, dann war es das, glaube ich. Danke, schön, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Danke, dass wir mit durften. Danke, Ja. dass wir mit durften und Sehr danke schön für das war's. Organisieren. und谢谢你们陪我们在北京、在云南、在中国旅游。Danke euch fürs Mitreisen. Ciao. You just practice this at home. No problem. 100 just need a month. Practice every day 1 hour. Okay, surface here. Yeah, strength. Ja. Wow. Wow. How about the left? Left. Okay. Oh. This one for you. You're a good teacher 这都熟了，大师来了，熟了，完了要那个教大家一些最基本的。完了我可以踢仨，你看，踢仨，完了就是盘踢啊，是不是？是吧？哎，就那么踢，他又健身了，还大家呢在一起在踢毽当中呢聊聊家常，心情也开朗。心情也开朗了，咱们也健康了，开心就健康啊！就是笑一笑，少一少。人活着就是什么呀？最大的幸福就是健康。你说我有多少钱？您好，老吃药，这玩意儿也麻烦。我认一哥们儿，就那个，我搞旁边那都是他的。哎，整天拿药陪着，你说这幸福吗？是不是？你浑身都是病，我有多少钱？钱能带走吗？老了比的什么？比的是健康。我健康，我吃麻香。Ja, das vielen Dank. Papa, so schön, dass ihr da wart. Johann, vielen Dank. Sehr gerne. Die war wirklich gute Reise. Und der weiß jetzt Bescheid, oder? 再见喽。拜拜，Tschüss。他们走了。我不哭，我很开心，我很开心，他们终于来了。期待他们下次再来吧。对。好了，该睡觉了。